Heute haben wir den B-Compax Annual Chronograph aus der Heritage Collection von Karl F. Bucherer für das Makrovideo ausgewählt. Die Edelstahluhr mit 41 mm Durchmesser wurde kurz vor der Genfer Fachmesse Watches and Wonders lanciert und ist mehr oder weniger die farblich invertierte Variante einer Uhr, die 2019 neu aufgelegt wurde. Die Zeitanzeige wird ergänzt durch einen Jahreskalender mit Monats- und Datumsanzeige, letztere als Großdatum, und einen Chronographen mit Tachymeterskala. We have decided to continue to reinterpret our heritage with another watch that honors its ancestors. The Heritage B-Compax Annual fits beautifully into the collection. These watches are not only a tribute to our manufacturer's multifaceted heritage, they are also a loving ode to our hometown of Lucerne. Das sagt Sascha Möri, der CEO von Karl F. Bucherer, zur Heritage-Kollektion und zur neuen Variante des Chronographen. Das Design der Uhr basiert auf einem Bucherer-Chronographen aus den frühen 1950er Jahren. Die Schweizer Firma wurde übrigens 1888 gegründet und kann damit tatsächlich auf ein langes Erbe stolz sein. Zumal auch heute noch mit Jörg G. Bucherer ein Nachkomme des Gründers Präsident der Firma ist. Das Vorbild und auch das neue Chronographenmodell sind sich über die horizontale Anordnung von Chronographen-Minutenzähler und kleiner Sekunde einig. Für dieses Layout hat sich allgemeinhin die Bezeichnung B-Compax durchgesetzt. Das Original von damals allerdings hatte keine Datumsanzeige und zusätzlich zum Tachymeter auch eine Telemeterskala. Damals war der Chronograph mit 34 mm viel kleiner. Das Gehäuse bestand aus vergoldetem Messing und unter dem Deckglas aus Kunststoff und dem lachsfarbenen Zifferblatt arbeitete ein Handaufzugswerk mit 17 Steinen. Welches genau, müssen wir leider raten. Heiße Kandidaten sind aber die Landeron Kaliber 51, 50, 49 oder 48, die jeweils von 1937 bis 1970 produziert wurden. In der modernen Wiederauflage arbeitet das Karl F. Bucherer Kaliber 1972. Es basiert auf dem ETA-Werk 2892A2. In diesem Fall ist das 3-Zeiger-Standardwerk aber mit einem Modul von Dubois Dépraz, wahrscheinlich dem 4502, und einem eigenen Rotor ergänzt. Der Vorteil dieser Kombination ist der beidseitige Aufzug des ETA-Werks und dass das Modul von Dubois Dépraz bereits die Chronographenfunktion und das Großdatum mitbringt. Weiterhin hat Karl F. Bucherer den Chronographen um einen Jahreskalender mit zusätzlicher Monatsanzeige ergänzt. Ein Jahreskalender heißt, dass die Uhr weiß, welche der Monate 30 bzw. 31 Tage haben. Auch im Februar weiß das Werk, dass nach 28 Tagen Schluss ist. Nur im Schaltjahr muss man manuell nachhelfen. Dass man bei vielen, besonders den modernen Uhren, auf der Rückseite das Werk durch einen Glasboden betrachten kann, ist eine tolle Sache. Vor allem Komplikationen wie der Chronograph bieten spannende Einblicke. Während die Basiswerk-Modulkonstruktion sicher sehr zuverlässig und ausgereift ist, hat sie allerdings den großen Nachteil, dass man nur das ETA-Werk sieht. Die Chronographengruppe ist zifferblattseitig aufgesetzt und kann dadurch nicht eingesehen werden. Schade. Dafür ist im Vergleich zu den Serien-Komplettwerken mit Chronographenfunktionen wie dem ETA 757 aber ein beidseitiger Aufzug möglich. Die CFB 1972-Konstruktion arbeitet mit 28.800 Halbschlägen pro Stunde und der Minutenzähler des Chronographen springt nicht, sondern läuft kontinuierlich. Dubois Dépraz hat übrigens schon in den 1950er Jahren die Chronographenteile für Landeron geliefert. Der Chronograph kommt an einem schönen Lederband aus Kalbsleder inklusive einer schönen Faltschließe aus Edelstahl. Alternativ gibt es auch ein Kautschukband, das passt zu seiner klassischen Uhr unserer Meinung aber nicht so gut. Wie auch schon das Vorgängermodell im Panda-Look ist der umgekehrte Panda auf 888 Exemplare limitiert und kostet 6.400 €.
Das Highlight des Chronographen ist sicherlich das zeitlose Zifferblatt mit seinen strukturierten Totalisatoren, der Tachymeterskala sowie der Großdatumsanzeige und der Monatsanzeige als Jahreskalender. Stunden- und Minutenzeiger sowie die 5-Minuten-Indexpunkte sind übrigens mit Leuchtmasse belegt. Das Gehäuse mit 41 mm Durchmesser und den länglichen Drückern spricht ebenso für den Chronographen, der sich anhand des Preises allerdings von viel Chronographenkonkurrenz umgeben sieht. Ich hoffe, diese Kurzvorstellung hat euch gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch unsere anderen Videos anschaut.